Optisch und funktionstechnisch. Funktionstechnisch bin ich echt zufrieden damit. Haben sich auf jeden Fall gelohnt als Investition. Und das war auch erstmal die letzte optische Veränderung, so würde ich jetzt mal behaupten. Weil jetzt habe ich alles so erstmal, wie ich es haben will. Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Sticker auf die Schwinge oder so mit meinem YouTube oder sowas. Aber ich weiß nicht, vielleicht. Aber das ist ja dann keine große oder teure optische Veränderung. Aber jetzt habe ich alles dran, was ich dran haben wollte. Den Auspuff, den kurzen Kennzeichenhalter. Der kurze Kennzeichenhalter war eigentlich optisch eins der wichtigsten, weil ich hasse einfach, wenn ein Motorrad einen langen hat. Das sieht einfach nicht gut aus. Ist einfach so. Und deswegen war mir der sehr wichtig. Und der Auspuff auch, weil die Serie einfach nicht gut klingt. Es ist Euro 5 und die Motorräder werden immer leiser. Auch jetzt, mein Motorrad ist nicht so laut wie eine M07 von anderen Baujahren. Aber ich habe schon klangtechnisch das beste Legale rausgeholt, denke ich, was es gibt. Mit Akrapovic kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, man sieht halt, das habe ich ihm auch schon gesagt, er fährt immer mittig. Wo er sich noch dran gewöhnen muss, entweder rechts- oder linksseitig zu fahren wieder. Weil ja gut, jetzt fährt er wieder rechts ein bisschen, hat er mich gehört, ne? Obwohl er mich gar nicht hören kann. Es sind nur 23 Grad, das glaube ich aber nicht. Also ich bin echt froh, dass das Wetter endlich gut ist. Also endlich. Ich hatte ja erzählt in dem Video, wo ich die Spiegel umgebaut habe, dass endlich gutes Wetter wird. Aber nee, das war nicht. Da war die Woche 2 Tage gut und danach war erstmal wieder Regen angesagt. Aber jetzt, so wie es aussieht, wir haben Ende Mai, bleibt das Wetter endlich mal gut. Schön sonnig, wenig Regen. Das, was halt gut ist, um Motorrad zu fahren. Ach ja, ich hatte ja, glaube ich, auf dem Hinweg gesagt, wo ich zu meinem Vater hin bin, was ich für Brems- und Kupplungshebel habe, aber dann doch nicht gesagt. Ich habe die von Gilles, keine Ahnung, wie man es ausspricht, geholt. Ich habe FXL Brems- und Kupplungshebel. Gibt es für sehr viele Motorräder. Müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr auch Motorrad fahrt und euch dafür interessiert, Anbauteile, whatever. Ob es die auch für euer Motorrad gibt, falls ihr sowas sucht. Wie gesagt, wie auch die Spiegel, die passen auch an sehr viele Motorräder. Die Qualität sieht echt gut aus. Fühlen sich wertig an. Sehen wertig aus. Also eigentlich alles richtig. Mit Versand, glaube ich, 2,40 habe ich bezahlt. Das ist okay, würde ich mal sagen. Für legales Zubehör bezahlst du ja eh immer mehr. Und ich sage immer wieder, lieber einmal mehr Geld ausgeben für legales Zubehör und dann bei den Kontrollen keine Strafe zahlen und da auf der sicheren Seite sein, als, keine Ahnung, sich irgendwas zu holen, was nicht eingetragen ist oder nicht zugelassen ist, nur weil es 10, 20, 30 Euro billiger war. Und ich würde da auch nicht sparen bei Brems- und Kupplungshebel, weil das sind wichtige Teile. Also bei Zubehör würde ich nie sparen, wenn es essentiell zum Motorradfahren beiträgt. Okay. Seien es Brems- und Kupplungshebel, seien es Spiegel, sei es der Auspuff. Wenn ihr da euch irgendwas holt, was nicht legal ist, hört sich zwar geil an meist, aber wenn ihr dann eine Kontrolle kriegt, dann bereut man es safe, 100%ig. So, kauft einfach vom Legalen das Beste. Das, was euch am besten gefällt. Der war aber fix unterwegs. Ich glaube nämlich, oh, der fährt aber schön die Kurve. Sehr schön die Kurve gefahren. Richtig schön innen. Also, was ich sagen wollte, ich hatte mal einen Freund, der hat mal seinen DB-Killer sauber gemacht und dann vergessen, ihn wieder reinzubauen. So, und dann ist er damit halt 1, 2 Mal gefahren. Das ist halt nicht cool, so. Also es ist schon
cool vom Sound her gewesen, auch wenn Motorradfahren geil ist und Spaß macht, wenn es laut ist. Keine Frage, ich mag auch laute Motorengeräusche gerne, sonst hätte ich mir ja keinen Zubehörauspuff gekauft. Aber wo ich ein bisschen älter bin, damals habe ich nicht so gedacht, es muss halt auch nicht sein unbedingt. Und macht legal so das Motorrad so geil, wie ihr es geil machen könnt. Das ist meine Devise. Damals habe ich das auch so gemacht. Legal, so geil mit Sound, mit Aussehen. Ich hatte einen Radical Racing Auspuff damals. Der war schon vom Sound echt brutal. Besonders für eine 125er. Mit 16 so ein Motorrad fahren, war ich schon stolz drauf, sowas zu haben. Und auf das Motorrad jetzt sowieso, weil das ist das Motorrad, was ich immer haben wollte. Und jetzt habe ich das einfach. Aber ich werde, denke ich mal, für die Zukunft so ein bisschen Mix machen. So einfach hier ein bisschen fahren mit Erzählen. Und dann wieder Passagen einfach mit Musik. Dass man einfach so, ohne dass ich was erzähle, das sich anschauen kann. Das würde ich auch sagen, mache ich hier jetzt einfach mal. Bis gleich. Und ihr könnt einfach zugucken mit ein bisschen Musik. Ach, das fällt mir ja jetzt erst auf. Der hat seine Fußrasten die ganze Zeit unten. Die Strecke, meinte mein Vater, ist gut. Und das war die auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr spaßig. Die bockt. Ah, in Melle? Sind wir in Melle gleich? Kann das? Ja. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Da parke ich nicht.
Dann, keine Ahnung, würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder schauen, reingehauen.